Es war 2022, als Ubisoft nach einem Shitstorm darüber, dass die Server für Anno 2070 abgeschaltet werden sollten, das Spiel mit einem Notepatch doch noch rettete. Ein massiver Erfolg der Anno-Community, der das Band zwischen Fans und den Entwicklern aus Mainz noch vertiefte. Nun, 2 Jahre später, steht mit Anno 2205 der direkte Nachfolgetitel vor einem ähnlichen Problem, welcher nun aber anders als damals im Schatten vom kommenden Anno 117 und wegen fehlender Fanbase tatsächlich vor dem Ausstehen könnte. Nun schreiben wir das Jahr 2205. Die Energie und die Ressourcen sind nahezu ausgebeutet. Wir von der Global Union gewähren ihrem neu gegründeten Unternehmen eine unglaubliche Möglichkeit. Wie sich die Situation doch gleichen, könnte man meinen. Doch tatsächlich ist es diesmal bei dem vor dem vermeintlichen ausstehenden Anno 2205 anders als damals bei Anno 2070. Denn damals kündigte Ubisoft das Aus vorzeitig an und kassierte dementsprechend das Feedback der Fans direkt in your face per Retourkutsche zurück. Ubisoft blieb somit gar nichts anderes übrig, als Entwicklungsressourcen von Anno 1800 abzuziehen und an einem Patch zu arbeiten, der das Spiel schlussendlich auch im Offline-Modus für alle Zeiten spielbar machte. Diesmal besteht aber keine Kommunikation. Weder ist das vermeintliche Aus angekündigt, noch ein lebensrettender Patch in den Raum geworfen worden. Sogar die Online-Server vermelden keinerlei Probleme, obwohl belegbar nach und nach seit April Funktionen abgeschaltet wurden. Bemerkbar macht sich das Ganze bei allen Interaktionen im Spiel, in welchem Daten von den Ubisoft-Servern abgerufen werden müssen, die nun bereits seit 3 Monaten nicht mehr erreichbar sind. So lassen sich keine Handelsrouten mehr zum Weltmarkt erstellen, sowie Abstimmungen in der Konferenz tätigen. Beide Funktionen machen das Spiel zwar nicht unspielbar, zerstören aber gewissermaßen das Late Game. Durch Abstimmungen konntet ihr zum Beispiel Boni und Items erhalten, die den Spielverlauf dann natürlich positiv beeinflusst hätten. Im Weltmarkt hingegen hattet ihr die Möglichkeit zum Ankauf und Verkauf von Waren im globalen Maßstab. Dadurch, dass hier anderweitig keine Handelsverträge möglich sind, ist diese Funktion für den Absatz und Einkauf von überschüssigen oder fehlenden Waren unersetzlich. Also in etwa vergleichbar mit der Speicherstart in Anno 1800, allerdings nicht optional, sondern Pflicht. Immerhin scheinen laut einigen Reddit-Usern bestehende Handelsrouten, die vor dem April 2024 aufgebaut wurden, noch zu funktionieren und bearbeitbar zu sein, auch wenn sich hier die Preise nicht mehr ändern. Eine Löschung der Route führt aber auch hier zum kompletten Verlust, der sich nicht wieder rückgängig machen lässt. Hilft euch natürlich auch nichts, wenn ihr ein neues Spiel beginnen wollt. Jetzt kann es natürlich sein, dass Anno 2205 aufgrund seines Alters einfach keine Priorität mehr besitzt und die Server dann doch noch irgendwann einen Patch erhalten. Vielleicht muss es sich aber auch erst noch rumsprechen und in einem erneuten Shitstorm gipfeln, dass sich hier wieder etwas tut. Trotzdem bleibt es aber bei Ubisoft ein generelles Problem. Gerade deren Spiele, die auf den Live-Service-Ansatz setzen, werden ohne, dass man diese Funktionen zum Ende der Lebenszeit rauspatcht, irgendwann für immer offline gehen. Und das kann doch keiner wollen, oder?